Wir hören von viel Kirche in der Welt. Wir hören von viel Rachöfen, von Scheiterie. Wir hören von all dort hier wie. Aber manch uns essen uns dort nicht so, manch Mennoniten nicht. Vielleicht auch nicht manch Christen sei wie. Aber der Thema habe ich einfach Kirche und Kinder Gottes. Und was steckt uns dort an? Warum ist so viel Kirche in den Familien, in den Kirchen, in der Umgebung? Was habe ich für Kirche? In Jakobus Kapitel 5, Vers 1 heißt es dort, wo ich so viel Streit in Kirche gibt, kommen die nicht durch die Leidenschaften, die sich in den Bahnen streiten. Okay? So, der redet von den Bahnen, der redet hier so von Kinder Gottes, der redet hier nicht von Jana, was da in der Welt sind, der redet hier so von Kinder Gottes. Die sind begierig und kriegen dort nicht, die morden in Näden und gewinnen nicht. Die streiten und kämpfen und haben nicht, was die wünschen, weil sie nicht daran beten. Die beten und kriegen dort nicht, weil sie mit falschen Aufsichten beten. Die prachen am Sachen, die eine Lust zu befriedigen. So, das redet hier von Kinder Gottes, warum haben so viel Streit und Kampf ohne Kinder Gottes. So, das redet hier von, sondern was sich bekehrt haben. So redet hier so. Kirche und Kinder Gottes haben damit zu tun, haben mit Aufgaben zu tun. Dat ik bid om dingen, om mezelf, dat ik zelfs tevreden ben. Ik bid om dingen wat niet God zijn willen zijn. Ik bid dus om dingen om mijn ene last te bevredigen. Ik vraag God om zo'n dingen wat mij niet nutzen zijn, wat mij schulden wordt zijn, wens ik wil voor mijn gewens. So, der Thema von der dann Kirche und Christen kämpfen und dort in närrischen hauptsächlich sein. Okay? So, närrischen hauptsächlich. Wenn wir reden von Aufgaben. Als je nicht bekannt hat, wie sind Aufgaben, nou, vielmals sagen sie, weil ich habe nicht so viel Problem. Ich kann nicht so zu süßen, und Drugs brauchen, so ein Problem habe ich nicht. Aber von daher haben wir das Thema von Aufgaben, aufgänzlich sein. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben alle gewisse Monaten mal so ein Problem gehabt. Und weil wir mal sagen, wo schädlich sind dort ist, in der Familie, in der Gemeinde und so weiter. Wenn wir aufgänzlich sind, was das ist, dass das uns den anderen, über meinen Nächsten, und dass das auch, was das aufgänzlich sind, wenn ich aufgänzlich bin, dann janne ich die dort nicht. Das ist ein Problem. So, wir wollen uns von der, ein klein bisschen, als ihr nicht alle bekannt von Naboth und König Ahab, ich glaube, die Geschichte sind alle bekannt, ne? Warum muss ich gucken, wo dort changen wird? Dort sage ich, eine gewisse Zeit, nachdem dort Ahab, der König in Samaria, das sagt wir, hat er eine Erfahrung in Israel, wo er nach einem Palast hat, so hat er einen großen Platz, wo er wohnt. Dicht bei dem Palast, wie ein Weingarten, der hier Naboth. Ahab ging mit Naboth reden und sagt, den Weingarten ist so dicht bei meinem Haus, ich würde wollen einen Garten für eins von dem merken. Gib mir den. Ich gebe dir einen besseren Weingarten dafür, oder? Wenn du weißt, dann wo ich dir so viel selber dafür geben, als der wird ist. Aber Naboth sagt zu Ahab, diesen Weingarten habe ich von meinen Vater geerbt, mochte der Herr dort nicht zulassen, dort ich dir den gebe. Als Ahab nach Hause ging, wie er verlehen. Weißt du, was verlehen ist? Sagen wir mal verlehen, was? Anmutig, traurig, als er sagt, als Ahab nach Hause ging, wie er verlehen, versteht, wie als Naboth, der von Jezreelit gesagt hat, dass er am nicht sein Aufgabe von seinen Vater geben würde. Und Ahab lädt sich ab ein Badul, dreht sich vom Olm weg und uit nisch. Die danken anderen durch. Sein ganzes Benehmen ändert durch. Habe ich ganz prüft und sagt, ja, mir den Weingarten, verkauft mir den. Aber wenn sich einmal anwart, den Weingarten würde er nicht kriegen. Wir rennen uns durch, verlehen, gegen alles Schlag, gegen ein Haus, dreht sich durch, dreht sich vom Olm weg und uit nisch. Ja, dann ist das nochmal so, wenn wir dort nicht kriegen, was der Nächste hat, was wir uns an Ferien nehmen, was tun wir dann? Haben wir eine Sinnesänderung, gehen wir in ein Haus, was ist die? Nisch. Aber du musst was sagen, no, mit Bock bei dir.
Aber das Ding erst fängt an uns hart. Wir haben nicht dort gekriegt, was wir uns Menschen deuten. Nu sind toll, ich bin beleidigt, ich will nicht eten, ich will mir rechnen und so weiter. Und dann sagt der 5. Vers, und dann ging Isabel, seine Freunde an und sagt, oh, was ist geworden, dass du so verlegen bist und nicht meine Art. Und dann sagt er seine Freunde die ganze Geschichte. Und dann wird seine Freunde das merken falschen Brief ab, du wo Naboth wohnen dort. Und durch den falschen Brief, was er abmerken dort, dann sie Naboth tot merken. Und dann kriegt er den Weingarten. So, ich soll dir den Denk holen. Hier passiert ein Mord. Wenn er kriegt das nicht, was er will, und hier passiert ein Mord. Er gern Naboth den Weingarten nicht, und du passiert ein Mord. Das war, was ein Denk holen. Was tun Kinder, wenn die nicht dort kriegen, was sie wollen? Von Kinder ist uns verdienlich. Die sind da, die hüpfen, die stanken, die zmint, und das will ich sagen, und die gehen klar und so weiter. Aber wie wenn wir Strater sind, Jugendliche sind, Älteren sind, aber dann dürfen wir auch nicht sein. Und weil ich das sage, ich will das Thema dabei bringen, vielleicht wie einer den anderen, vielleicht eine Halb. Und ich will Ihnen von der ein bisschen mit erklären, wenn ich rede von aufjänstig. Eins ist närrisch sein, und eins ist hauptsächlich sein. Hauptsächlich meint, dort, wo ich mich abgeschafft aus Geld, oder was immer ich habe, was meint ist, dort hol ich fast, was immer ich gesagt habe, das hol ich fast, das meint, ich das nicht von los. Ich bin ein hauptsächlicher Mensch. Das hier so meint. Eine Person, die närrisch ist eine Person, die wenig besatten hat, und denkt bloß an sein Bett, was er hat, und ist närrisch, dass er nicht so einen großen Klumpen muss dort haben. So närrisch ist, ich mag dort haben, was ich gerne habe, was ich nicht habe, dort ist närrisch sein. Jetzt ist noch mal so, dass ich mag dort haben, was ich gerne habe, dann kriegt das nicht, dann euer ich mich. Hauptsächlich ist einer, der einen Deul hat, und der hält dort fest, und hier wird mich keiner beigehen, okay? Now, beides reden von, das beides, wir reden von einem aufjährigen Mensch. Okay, wenn wir von aufjährigen Menschen reden, nicht über uns Frauen, ist dort ein närrischer Mensch, weil der immer dort, was du hast, weil wir immer dort, was der Nächste hat, oder ist einer, der hält fest auf seinen Klumpen, was immer der hat. Dort ist, hat er dann mit aufjährig sein. So, eins närrisch, envious, eins hauptsächlich Jealousy. Wir werden uns das erst bekennen. Das wird närrisch. Was meint das? Ich habe einen starken Wunsch, das zu haben, was andere haben. Das wird erst närrisch sein. Ich habe einen sehr starken Wunsch, ein Verlangen, dort zu haben, was du hast. Hat jeder noch mal sonst dort? Einen starken Wunsch, dort zu haben, was der Nächste hat? Wirklich, wir haben alle noch mal sonst dort, nicht so? Dort kann was Gutes sein und dort kann auch was Schlechtes sein. Aber je weiter, wenn ein starker Wunsch ist, was ein Wunsch einer sich nicht wird, einer denkt an, einer geht ein Haus mit dort, einer hat dort im Kopf wackeln, einer geht schlucken mit dort. Wann ich doch auch dort hat, was ich gerne habe. Das ist ein starker Wunsch. Zum Beispiel, wir wollen uns ein paar Beispiele bekennen. Ein, weil wir nicht Kirchen von närrisch sind, von Abel, dass der Opfer nicht wird angenommen, was keine tut. 1. Mose, Kapitel 4, Vers 4, bis 8, sagt so aus das. Hier werden wir nicht Kirchen. Diese 3 Geschichten, die ich Ihnen verlesen will, die werden wir Kirchen aus alle Geschichten, nicht wird dasselbe Band sein. Hör ich mal her, das heißt es das. Zu der Zeit, der 3. Vers sagt, dann kam da ein Tag, wo kein dem Herrn eine Guf und ein Opfer brach, und er brach dort, von dort, was er ab der Lohn getrocken hat. Abel brach auch eine Guf für den Herrn aus ein Opfer. Er brach das beste Stück von ein erstgeborenen Lamm von seinem Herr, der Herr gleich Abel, am gefoltert Opfer, was er gab. Aber keinen sein Opfer gefallen nicht. Dann steh keinen euer an, und bedreckt die ganze Sache. Und dann sagt der Herr zu Kain, warum sticht die euer an? Und warum bist du so bedreckt? Wenn du was Gutes für hast, wirst du doch angenommen sein. Aber wenn du nicht Gutes für hast, dann wird es sein, eine Gelegenheit bei dir. Und hab ein Verlangen in dir.
Niemals die du nur sein, dass du nicht von dem mitgereden warst. Und kein sagte seinen Bruder, aber komm einmal mit mir bestab. Und willst, sei du wählen, nahm kein und schlug seinen Bruder tot. Okay? Was sagen wir hier? Dort kein sein Bruder dort gern, dass sein Bruder hat dem Herrn im Opfer gebracht, dass der Herr Abel dort Opfer annehmen wird. Kein Gönn dort nicht. Und was passiert? Er wird da. Und was passiert? Seine Gedanken ändern über Abel, kriegen auf Staten ab und dann umbringen. Und die nächste Geschichte. Josef. 1. Mose 37, Feuer und wieder. Ich habe die Geschichte selber vielleicht alle mitbekommen. Das sage ich so. Ein Tag aus Josef, aus seinen Brüdern sagen, dass der Führer am Beter gleich aus an, stich an dort und sie können nicht mehr freundlich zu ihm sein. Nun nimmt sich dort so ran, dass Josef einen Traum hat und dort hat seine Brüder den verteilt. Und der Traum mögt der Brüder nach Hasselja. Er sagt, hör ich einmal nach meinen Traum. Wir brachten alle Gaben auf den Fleck. Und gerade so, mit einmal recht meine Gaben sich still an und jene kommen ramdei und schneiden sich für meine Gaben. Und seine Brüder sagten, meinst du, dass du über uns regieren wirst? Meinst du, dass du wirst Macht über uns haben? Als er an diesen Traum verteilt, waren die Brüder nach Hasselja. Und Josef hat noch einen Traum und er verteilt seine Brüder den. Und er sagt, hör ich einmal, ich habe noch weiter geträumt. Und diesmal schneiden sich die Sonne und der Mond und aufstehen für mich. Als sei seinem Vater und seine Brüder den Traum verteilt, schuld sein Vater an und sagt, was ist das für einen Traum? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder ans wirklich für die Bad ab ihr schneiden? Und seine Brüder wären am aufjänstig, aber sein Vater behält es alle. Dann weit wir, und an einem Tag, der Vater Josef nur Stab schicken, und wer kommt mir was sagen? Was planen die Brüder zu tun mit Josef? Wer kommt mir sagen? Wir wollen ihm tot machen. So, das wir auch weiter Gedanken. Wir wollen Josef tot machen. Yes. Und dann, weil wir uns die nächste Geschichte hier so lesen, Saul und David, das redet hier von Erfolg, 1. Samuel 18. Ich will ein paar Vers lesen, dort sage ich, das saßen wieder wollte lesen. Als dort Kriegsvolk nach Hause kam und David zurückkam von dem Kampf mit den Philister, kamen die Frühleute Ebadel von allen Städten in Israel und sie begrüßten König Saul mit Schafgeläuter und mit Trommeln und Simmeln und Donzen. In Donz singen sie, Saul hat seine Düsende geschlagen und David seine Tiendüsende. Und er wird euren Saul und er wird sehr da. Er sagt, David, rechnen sei 10.000 an und mit Düsende. Alles, was ihm noch fehlt, ist, dass er König wird. Von dann an po Saul sei er ab nach David. Am nächsten Tag kam ein böser Geist von Gott über Saul und er ging sehr an in sein Haus. Und David spielt all für ihn ab, so als er alle Tag dort. Und Saul hat einen Spieß in der Hand. Und Saul dachte bei sich, dem David, den wo ich an der Wand anspalten, und er schmeißt seinen Spieß nach ihm, aber David kam am zweimal aus dem Stich. So, was sollen wir in diese 3 Geschichten? In diese 3 Geschichten, hier sei wie, alle wen euer, keinen Abel, kein Wort da. Wenn es hat dort nicht, was Abel hat. Er war da und was noch? Er gönnt dort nicht. Okay, in alle 3 Geschichten sind wir dort. Und dann sind wir in die Geschichte von Josef, seine Brüder, die waren da. Und die gönnen ihm dort nicht. Was er für eine Stadt im Heim hat. Wo er die Gemeinschaft mit seinem Vater hat. Und dann sehen wir auch von Saul und David. Saul war da, wenn David war mehr zugerechnet. Dann war er da. So wir sind euer in jeder Geschichte. Wir sind auch alle Wegen beleidigt sein, bedrückt, beleidigt sein, so wie in all die Geschichten. Wir sind, dass die depressed werden, hängen Kopf drauf.
ganz uit. Alles ging nicht schlecht. Und wir zijn in alle 3 Geschichten een Hassband. Wir zijn in een Hassband. In alle 3 Geschichten zijn we Marktband. Marktgedanken en werkelijk Marktgedoen. Dat is wat we doen zijn. Dat is wat we in alle 3 Geschichten zijn. Waarom? Waarom komt dat zo weit bij euer? Waarom komt dat zo weit bij Marktgedanken? Weil zij gaan denn dat niet. Sei wie, dass wir nicht Trouble haben mit neidisch sein. Wenn wir wollen weiten von der, als wir Trouble haben mit neidisch sein, kann wir den nächsten Wort gern. Es ist uns okay, wenn der nächste mehr Erfolg hat. Es ist uns okay, wenn der nächste mit mehr gelobt wird. Es ist uns okay, wenn jemand vielleicht mehr Dinge eingenommen als uns. Das ist damit okay. Was tun wir, wenn wir jemand sein und das gern wordt mij motor gesproken, gern wordt met geloofd, van gern wordt mij gereed. Wat dat? Dat ons denken over de persoon ändern. Wat we daar. Zijn we op eenmaal zo neidisch dat we de persoon dat niet kennen. Wenn wir eine Person das nicht kennen, also sind wir neidisch. Viele Menschen sagen, ich kann das nicht haben, und Jana durfte das nicht. Wem wat jens du jene Person dat nicht? Ewig kann ich das wel ich haben, aber ich kann das nicht haben, und was soll der das dann haben? Als jens uns dort bekommt? Jene liedert mir altijd, dort darf ich ein Kleidje dort anhaben. Warum nicht? Wir können uns das Kleidje nicht haben, und die dürfen das nicht. Neidisch. Vooral de woord nemen. Vooral een beetje haast nemen. Ja, nu heb ik een truck gekauft. Maar dat me niet. Dus voort mij van bitte nemen, ik dan denk. Ik kan niet zo'n truck dort bezetten. Ik heb zo'n geld dort niet. Gerne durft den nicht haben. Wat moet hij den haben? Dat ooit me ben geven den nu bedenken da. Geht ihr dat nog moeders dort? Viele Menschen von der, die haben einen Hass. Viele Menschen sind von der Dal. Die leben in Schwierigkeiten. Krieg wegen diese Dinge steht, wegen sie sind neidisch. Was tun wir, wenn wir neidisch sind? Eine neidische Person, die teilt immer andere ihre Segnung zahlen. Immer den Nächsten seine Segnung teilen. Wenn wir neidisch sind, dann sagen wir immer, wir nur sein tun. Und checken ja man, ihr habt nie einen Traktor können, ihr habt einen besseren Vorsicht können, ihr habt einen besseren Garten, checken ja, haben sie war einen Kauf gehen, die Kinder haben Spieltische kriegen, und ja, wie kannst du nicht haben, der hängt immer beim Nuba über den Tün, und check, was der Nuba hat, und euert sich du an. Und verjagt von all der Segnung, was Gott am Dol geschenkt hat, auf sein Haft, das seht ihr euch, warum nicht? Wird es immer Druck mit den Nächsten, das wenn wir neidisch sind. Und da kann der Mensch die Presse merken, dass wir in ein Haus gehen und anmutig sein, es hält alle nicht an, es geht nicht, wir können das nicht haben, guck mal, was sie uns tun, nehmen uns alles vor, gern haben sie gelobt, mir loben sie nie, never nicht, hält nicht an, was ich tun, ist mein Glauben abgeben und so weiter. Ich sage euch nicht alle Person, aber wenn ich bloß mit mir kann sprechen, ja, geht ihr nicht noch mal das dort? Die Nächsten, die sehen und teilen, vergeht, was der Herr uns gegeben hat. Der Herr hat uns so sehr gesehen, was einfach muss, wir sehen das nicht, wir sind so dran mit den Nächsten Sinne. Wir teilen das immer. Das hat Jana gekriegt, das. Das, was Josef seine Brüder deit. Das, was Hein deit. Das, was Saul deit. Das, was Ahab deit. Die wir in Druck mit anderen Menschen ihre Dinge. Und kommen durch in große Schwierigkeiten an. Sich beschäftigen mit dort, was wir nicht haben. Merken wir uns auch mal drauf mit dort, was wir nicht haben? Was tun wir dort? Man, wann ich das mal können haben. Wie lange habe ich noch nicht geschaffen? Wie lange habe ich immer das Ding gewollt? Ich habe das Ding gewollt, aber ich habe nicht auf Jana dort. Aber so lange, als ich das all einmal gewollt habe. Aber nu haben die dort. Ich habe immer wollt an sich Kinder, das so ein Kleid, die ich dann immer wollt merken, aber nu habe ich eine Tante, die merken, nu war ich cool bei euch. Immer beschäftigt mit dort, was wir nicht haben. Draht mehr. Jetzt ihr noch mal das dort, wir merken uns Druck mit dort, was wir nicht besatten. Wir wünschen uns immer dort. Das ist den Wind gerieben. Wir wollen uns den Wind gerieben. Wir kennen das aber nicht. Eins Jahr am Mai davon. Unzufrieden sein.
Immer unzufrieden, immer was zu sagen haben über Dinge. Never sagen, man, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich das gekriegt habe. Immer unzufrieden sein. Wem was kriege ich das nicht ein bisschen mehr? Was habe ich getan, dass ich nicht ein bisschen mehr, dass ich nicht ein Jahr das Lohn gekriegt habe? Oder dann ich euch das wird, was Jana mir gegeben hat? Dann ich euch das wird, was Jana ist? Immer unzufrieden sein. Was eifersüchtig? Eifersüchtig, das wird. Ich fürchte mich, das, was ich habe, wird von mir weggenommen werden. Ich habe Angst, dort, was ich habe, dort Beste, was ich habe, dort wird von mir wahrgenommen werden. Ich kämpfe diesen Kampf hier so in mir, und dann denke ich, das ist das mies, aber sehr Angst, der wird mir einmal im Fieber freuen. Ich lege den Seier, bloß ich hub, der fragt mich nicht um Trottel liegen. Ich wünsche, der wird nie nerven. Und immer Angst, dort mein Klumpen wird am besten gewähnt worden. Ich habe Angst, dort was ich besetzen, dort wird weniger worden. Ein Mann redet, und er sagt, sein Leben hat große Schwierigkeiten. Er sagt, in seiner Familie dort schafft Schlag. Er sagt, heute seine Früh, dort wird alle Tag nicht mehr erscheinen. Und ab letzte Inkommen das rüht, er hat ein paar Dollar ab seine Bank gerechnet, das wären nicht so viele Tausende Dollar. Und haben wir Angst, der Bankrechnung wird leer werden. Er hat sein ganzes Vertrauen ab doppelt Geld gesagt. Und haben wir Angst, dass wir leer werden. Und ich schaffte, das sein Hecher zu bringen. Was wird anders für ein Gefühl geben, wenn dort auf einmal wird wahr sein. So hat sein ganzes Vertrauen ab dort gesagt, was er vermisst die Zeit mit seiner Frau, vermisst die Zeit mit seinen Kindern. Und wir verdrisslichen da, wenn es heute viel zu sehr schaffen, wir nicht mehr Zeit für die Familie, wir depressed und wissen nicht, was der Arich wäre. Und was der Arich wäre, ist wie das. Wir hauptsächlich, dort haben wir Angst, sein Bestes, was er besetzen wird weniger werden. So dass es nicht bloß, dass die Recker, wir können sagen, oh ja, Jana hat so ein Business, hat so viele Tausende Dollar, ja, ich habe mal was von auf, ganz ja Menschen das. Er kann auf einmal mein Vertrauen auf ein paar Dollar sagen. Und Angst an jemand, wird mich dort wegnehmen. Und das hauptsächlich sein. Ich will noch bloß immer ein bisschen mehr. Wenn wir hauptsächlich sind, dann haben wir ein Problem, dann fallen wir uns unsicher. Wenn wir an uns vertrauen, ab das gesagt, was ich habe. Ab das Bett, was ich habe. Vielleicht kann es doch eben sogar Regeln sein. Da können Regeln sein, was ich mir abgemerkt habe. Dort kann Dinge sein, was ich gelernt habe. Von dort, was ich gelernt habe, lässt ich nicht los. Das halte ich fest. Und das bleibt ich. Wenn ich meine Sicherheit, mein Vertrauen ab dort gesagt. Und deswegen wird so eine Person, die hauptsächlich ist, die fallen immer unsicher. Was wird passieren, wenn ich dort auf einmal nicht wo mehr haben, ab was ich mein Vertrauen gesagt habe. Angst, andere werden mehr geliebt, geachtet, anerkannt, beobachtet als mich. Das wird viele auch haben, die haben Angst. Aber wenn sie gern wollen mit mir leben. Oder wenn sie gerne würden begrüßen und mich nicht. Einige Menschen sind rein beleidigt, wenn sie den nicht begrüßt haben. Wenn es der Fall so ernst wird wahrgenommen worden. Der hat ein Vertrauen ab dort gesagt, alles ist gut, wenn sie mich fein begrüßen und mich fein abnehmen, dann ist alles gut. Aber wenn sie mich einmal nicht begrüßen, dann sind sie rein beleidigt. Und meine Angst, den Namen, was ich habe, der wird auf einmal raufkommen. Aber jetzt die das von dir. Aber wenn die nicht die Anerkennung, einzige, das Angst, wird nicht die Anerkennung gegeben worden. Wenn sie ein Vertrauen auf dort gesagt. So, wie jetzt das? Jo, und wie jetzt die dort? Hast du nicht einmal Angst, dass die nicht gelaufen, gelobt und anerkannt werden? Hast du Vertrauen auf etwas gesagt, was du einen Tag vergehen? Hier seid nicht damit, dass Menschen das haben. Wenn wir bloß gucken nach Abraham, wie viel hat er nicht? Was ihn vertrauen, wie never auf ihn haben Gott, wie ihn vertrauen, wie immer auf Gott. Aber ich denke erst, wir können uns vertrauen auf was sagen, wo wir in Gefallen haben, wo du nicht blieben ist, und dort ist, wo wir in Schwierigkeiten dann kommen. Ich frage mich, dass andere wollen in meinen Gebieten antreten, dass andere wollen mich zu dich bekommen. Das wäre ich sagen, das Numm hat mir abgebüht. Vielleicht kann das mit Geld sein, das kann mit irgendwas sein. Aber andere wollen mich zu dich bekommen. Und dann wo ich dort auf einmal verspielen, was ich mich abgebüht.
Das kann in der Kirche sein. Da kann jemand sein, der wird Anerkennung geben, der hat einen guten Namen in der Kirche. Und so eine Person hat sein Vertrauen ab dort gesagt, der hat Angst, jemand wird mir einmal zu dich bekommen, und die wird diese Anerkennung kriegen und wird dann. Und wir kennen nun für diese eine Apostelgeschichte, 4, Vers 17. Und die Pharisäer da. Und die haben sich über die Jahre auch viel Tug geschafft. Und dort wir in Regeln, was die Tug geschafft haben. So haben wir kicken dann in Apostelgeschichte 5,17, wo diese Jünger wären. Und diese Jünger, das wären Fäscher. Und nicht auf einmal fangen die an, die Menschen nur die Jünger zu bringen. Und was passiert da? Das sage ich wollte das 16. Vers lesen. Du kamen noch ein Schaf Menschen von den Städten rund um Jerusalem und brachten ihre Kranken nur Söhne, die von anderen Gästen gequält wurden, und die wurden alle gesund. Und dann waren die Hohenpriester und all seine Mitglieder von der Sadduzäer-Strömung aufjänstig. Wegen was? Diese Pharisäer hier, die glaubten, dort, was sie haben, dort wäre nicht das Rechte, und dort mussten die Menschen alle glauben. Alle Menschen mussten in Ernte gebracht werden. Und nicht auf einmal wären hier so eine Fäscher, so eine Jünger, und da waren die Kranken, die Lummen, die Blinge, waren die Jünger gebracht, und die waren durch gesund, und die waren die Schriftgelehrten, Strömung aufjänstig. Wegen was? Weil irgendwie Angst, nicht wird das wahrgenommen worden, was sie sich top geschafft haben, diese Liebe, was sie da haben, die Regeln, was sie da haben, nicht werden sie aufjänstig. Nun können sie das nicht ansehen, dass die Menschen werden dort hergebracht. Nee, Janne. Wie sind die da hier? Wie haben die das nach Amazon das getan? Das ist, was ihr dort macht. Die machen die nach uns kommen. Und die werden dort gesund. Nun wir ab dort, was sie Vertrauen haben, nun wir Angst, dort wird wahrgenommen werden. Weil ihr Antwort von der. Ihr Antwort auf einmal auch so. Was neiden wir? So, aber was sind wir vielleicht neidisch? Ich habe auf einmal so, dass wir auf einmal neidisch sind, dass wir ein starkes Gefühl haben, nur etwas, was ich nicht besagen darf und was ich gut leichen zu haben. Weil, nun würden wir bloß denken, die meiste Zeit, wenn wir an Aufjans sich denken, dann denken wir an Menschen, die von Geld sagen. Aber hier wollen wir gucken, hier wollen wir sagen, warum sehr viele Menschen in Sinnvollen dann. Warum viele Juden in Sinnvollen das. Das ist, weil sie sind auf einmal neidisch über die in die sinnlichen Aktivitäten leben. Die sind neidisch über die in Sinn leben dann. Zum Beispiel, Psalm 37, Vers 1. Wollen wir das mal lesen, wenn ihr die Bibel habt. Psalm 37, Vers 1. Da heißt es das. Und ein von David in Psalm. Euer die nicht über die Böse, und sie die nicht aufjänstig über die arg gut. So, wir können auf einmal aufjänstig werden, wir können neidisch werden über die arg gut tun, über die in Sinn leben tun. Dann können wir auf einmal uns dort bekicken und können sie denken, guck mal, ja, der in Sinn leben, den passiert dir nichts nicht. Guck, den geht gleich zu Schlag, den wird nicht gesagt werden, und dem passiert nichts, der Mensch, der in Sinn leben tut. Dann fängt der Mensch an zu kicken, der Eva, und er euer mir dort nicht dort leben kann, wo der Mensch leben wird. Und schließlich kann ich mir dort so viel Tragfiguren, dass dort nicht bodern wird, was der Mensch steht. Und dann fange ich die Dinge auch an zu tun. So, wir können neidisch sein über so eine Menschen, die in Sinn leben tun. Und das, wo ihr sehr viele Juden von der, Juden folgt in Sinn an, wie im Wort, wen die sind neidisch, die denken auf einmal so, dort wird gerne da in Sinn leben, ist okay, das ist alles okay, das wird bodert dort, das passiert dir nicht. Das wird sie wohl nicht so schlecht sein. Und fangen sich dort an zu bekehren und haben einen starken Wunsch dort auch zu haben. Und dann geben sie an. Was bodert dort? Neidisch sein im Sinn. Und das ist viel Sinn daran an. Und das ist so, in der Sinn, das Kraft, das Power, das Macht. Und das ist, was Menschen interessieren. Das. Und die fangen dort an zu jankern, dort, was Menschen tun in ihr sinnlichen Leben. Und die fangen sich an zu stehlen, die Eva. Aber weißt du, was das ist, wenn wir ein starkes Gefühl haben oder etwas? Und wenn wir lange ein starkes Gefühl haben oder etwas? Wenn wir nicht mehr tun, dann fangen wir an, bitte geben.
Und das wird passieren, wenn wir den Menschen näher sind, über die wird den Sinn leben tun. Und wie lange genug näher sind, dann fangen wir an zu wählen. Und fangen so mäßig auch unsere Dinge aus dort zu tun. Viele Menschen sagen, ich habe mich bekehrt und ich habe mein Leben abgemerkt und ich weiß bloß nicht, was ist fähig ist. Das denke ich närrisch, oft sich, dass Jana einen Sinn lebt, den ging das schon, Jana pochte noch mehr. Das, was wir getan haben, Partys gewesen, das und dort Jan getan, hat nicht gebordet. Und auf einmal fängt der Mensch an zu wählen. Dann sagt er, Bern. Närrisch sein. So eine Frau, die ein Lied. Sei je närrisch. War irgendwem, der einen Sinn leben hat. Hat einen starken Willen, das du hast. Dat je jemand anladen und sagt, hey, komm, das war das euch, was wir hier tun. Kann alle möglich sein. Für diejenigen, die du Erfolg haben. Wie kann närrisch sein für so eine, wo du Erfolg haben, Psalm 49, Vers 10. Sag ich so aus das. 49, Vers 10. Das sage ich, aber Gott wird meine Säule uit het Graf seine Gewalt raden und mir nur sich selbst nehmen. Und laat junt dat nicht anruhig merken, wann andere recht worden und wann die schmackere Ratere Hise haben. Laat junt hört nicht anruhig merken, wann andere recht worden und schmackere Ratere Hise haben. So, was meint das? Wir können närrisch sein, über so eine Worte Erfolg haben. Wo ihr uns das tun hat. Wofür Menschen von dir, die sind mit dit ein großes Problem. Die sagen, no, ich kann nicht trubbeln, wenn ich ein aufjähriger Mensch bin. Well, was passiert, wenn jemand sich hat was besser gekauft als wir haben? Können wir dort handeln? Sind wir okay damit? Würden vielleicht sagen, oh ja, no, ich bin ganz okay damit, dass Jana haben sich vielleicht ein besseres Haus gekauft, ein besseres Haus gebaut. Ich bin ganz okay damit. Was wo weiß ich dort nicht sein? Ich fahre lieber Geld und mehr möchte ein Haus als dort. Warum? Närrisch. Weißt du, wie viele hier in unserer Umgebung all gebaut sind, bloß wegen närrisch sind? Bloß wenn es jemand, der hat Erfolg, der hat sein Geld und der kann ein Haus bauen, der kann sein eigenes Haus bauen, der kann ja damit sein Geld, was er will, ne? Kann sein eigenes Haus bauen. Wofür Menschen haben von der all nicht, bloß du wehen sich in Deub in Schuld eingedrückt, willst du wieder närrisch, die wollen auch dort, was sie nicht haben, bauen sich Material, lieben sich Geld und bauen sich auch so ein Haus aus dort, wie wir auch so ein Hannes Jana haben. Wofür dann von der nicht, sich wenn es Jana hat, sich ein bisschen vor dich angehen, und ich will mir auch ein bisschen vor dich angehen, wenn es ich sage, närrisch, das klingt bloß nicht handeln, wenn Jana so ein vor dich Hannes dort. Das war sehr viele Juden von der, und ich sage, ey, waren viele Juden, die dann ihre Eltern Pressure geben. Viele Papas haben von der eine große Schuld, wenn es die Juden sagen, ich schäme mich, mit das vor dich vor, nicht wahr. Was wollen die denken, wie die tun? Mit das vor dich, Papa. Das hat auf 5000 Kilometer um. Nach Papa mit so einer Rimsos dort. Das ist ja nicht gut genug, mit so einem Zillion. Und der Papa, okay, mein Baba, Rims fahren, holen, betet vor dich holen und so weiter. Papa weiß nicht, wohin mit seiner Schuld und so weiter. Aber liest der Junge, der schämt sich, meint sich zu einem Rekord fahren. Und warum erst auf einmal einen Tag alles zu spät gegangen, die Lieder sind kaputt und ja Schuld und wieder und jemand auf Handarbeit, will es närrisch sein. Habt ihr gewusst, wenn es närrisch sind, viele Menschen gut und zwei? Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und all uns, in all Juden, ich rede hier 3, aber ich will Ihnen bloß sagen, wo viel Lied von dir, die närrisch sind, kann das nicht handeln, wenn der Nächste Erfolg hat, ducken sich in Schuld ein und haben kein gutes Euerstand. Lebt ihr mir das nicht? Die kommen an sein in Friesen, in Danipana, in Eulis, an 4,5. Wir sind doppelt in Schuld nachgeruden. Und wir wissen nicht warum. Aber Hintergrund ist, die Menschen, die wir nicht zufrieden mit was er hat, mit was Gott ihnen gesehen hat, wir närrisch darüber, schämen sich darüber, lieben sich Geld, bauen sich an, wollen noch ein bisschen mehr Lohn, wollen dort einen Reiner haben, die wollen dort ein bisschen vor dich haben, du ein bisschen Haus. Ich schäme sich an sich Klieren ans Haus essen, was wollen die Jahre dort denken, nu waar we niet voorkijken, en wat waren de lied denken, wat ik kleider wat ik ha, hast gesehen, ja, een lied in de kerk, daar een betere kleider als dort, en wat waren die over ons denken, so we brengen onze kleider in de jaardsels neer, dan de closet uitriem, en verkijken die voor een paar peuzen, en voor een El Paso, swipen die creditcard, en so wieder, en so we zijn hier niet de lied, we hebben ganz schmakke fijne kleider, we hebben schmakke voertuig, we hebben fijne huis, maar duip om hart roeren en weten ze dich, wo ze blijven wel. Närrisch sein. Ja, aber Jana hat diesen Tag gar nicht gekriegt.
Dat hoor mij goed zo. Ik ben een hondarbeider en ik kon dat niet hebben. Nach den tractor, hij dat je hier tot Jan heeft een tractor, niet een tractor gekocht. 45 Kraft meer als unser. Wo je zijn. Nächste Abend habe ich so noch 10 Kraft mehr als da. Wir waren Duels und so. En papa, en wir waren een John Deere GPS, zo'n ohne GPS met al pralklampen de boven, wer wir nicht, dat soll ein ganzes Geschäft sein. Ich habe gesehen, wie kann das nicht pullen? Das ist mir ein Kreiden dauert. Jana Hand und Nack vor der Rückhand. Lied drücken sich in Schuld an. Aber das sind diese Jungs da an ihrem impressing. Hier kommt das Junge, ich mag es fertig. Cool, wann ihr Hand geht, wenn ihr Geld Hand, sure. Aber hier kommt der und das alles Fan und die Kleider, you know, von der ersten Stuhl und schmacke Show und die mir alle denken, so, wie ein Junge, was ich habe, das ist ein ganz toll, nicht so. Und der Junge wird nie nicht sein, dass alle durch Papa seine Kreditkarte gehen, wird nie nicht sein. Und wenn sie sich befreit haben, wird diese arme Früh, diese junge Früh, wird das ändert. Mein junger Mann, der versteht sich gleich mit $1. Und darf Scheile Rems an und darf schmeckt fertig, das ganz gewächst, blank, darf nicht mal Heu Salz tun, also die für das Bast und das wird reinwaschen lassen. Aber der Salz, der versteht gleich $1 zu brauchen. Aber ihr Rems, glaube ich, würde ich in die Fälle. Ja, was sage ich, stimmt oder stimmt das nicht? Das stimmt, das stimmt, das ist Peer Pressure, wenn Jana auf mehr Erfolg. Deswegen, was wir müssen lernen, zufrieden sein. Jana auf mehr Erfolg gehört, die haben so viel Kleinigkeiten, man, ich bin ever so dankbar, dass die dort haben. Ich war dort an, hey, weißt du was, wir haben nie einen Traktor gekauft, man, weißt du was, ich gern die dort, dass du den Traktor hast. Ich bin so dankbar und die mit den Formen, der ist, man, mir so das Fan. Ich weiß, wir können uns den nicht, wir können das nicht besetzen, aber du weißt nicht, wo dankbar ich bin für den nie einen Traktor, was du hast. Kann ich dort tun? Das würden sie sein, nicht so? Man, weißt du was, ich bin so dankbar, dass Juni Kinger, you know, der hat diese feine Kleider an. Oh, ich bin so dankbar. Und mir können sie denken, wir haben das nicht, wir kennen das nicht, aber ich bin dankbar für dich, dass Gott dich so gesehen hast, dass du dort kannst haben. Ich bin so dankbar für dich. Kann wir dankbar sein, wenn der Nächste gesehen worden ist? Wenn Gott jemand segnen wird, und es steht dort, wie gnädig sein, kann wir dankbar sein? Kann wir zu jemandem sagen, weißt du was, man, ich bin dankbar, dass du dort vor dich fahren kannst. Ich bin so dankbar, dass du so viel Erfolg im Leben gehabt hast. Ich gern die dort, wirklich vom Horten gern ich die dort. Gleich, du gernst die dort? Ja, aber du kannst die euch so haben. Ich weiß, ich kann nicht. Ich kann sie nicht besetzen. Weißt du was? Er muss die neuen Dinge sein. Ich verstehe mich vielleicht nicht mehr mit so einem Traktor dort. Ich verstehe mich nicht mehr mit so einem Fahrrad dort. Wenn ich mit so viel Geld habe, als ich habe, ich verstehe mich nicht mehr dort. Dort muss wir Tausch tun. Wenn wir nicht wollen, gnädig sein, dann muss wir Tausch tun. Wie sind wir, okay? Okay, Gott hat mich gesehen mit einem Geld, Gott weiter, dass die Person kann nicht handeln. Aber mir habt ihr vielleicht nicht gesehen mit so viel, wenn Gott weiter, der kann das nicht handeln, er kann das nicht handeln. Dann mache ich das Tausch tun, ich bin ein Arbeiter. Ich lebe ohne Lohn, ich lebe ohne wirklichen Lohn und ich bin so dankbar, dass mein Lohn diese Weg hat so viel teuer geregt, nach mit Gasanfall, mit Mahlkäufen. Ich bin so dankbar, dass es teuer geregt. Und ich bin so dankbar, dass du hast diesen Tankkarren gekriegt. Ja, wie das tun? Wenn wir das nicht tun können, dann wollen wir närrische Gedanken haben. Unsere Gedanken wollen ändern, wir wollen depressed sein. Wir wollen uns aneuern über unseren Nächsten. Dann sagen wir in die Kirche, beziehe den. Ja, das ist wie ein Bruder, ja, aber in mir kann ich nicht verknüsen, weil bloß wenn es darf ich nicht denken könnt. Ja, bloß wenn es darf nie schauen können oder something, das kann ich nicht handeln. Das ist närrisch sein. Aber was ist das? Wenn der Nächste Erfolg hat. Glaube ich nicht, dass unsere Umgebung ein klein bisschen ein Problem ist? In Schuld andrücken, närrisch sein. Wir wollen dort, was wir nicht haben. Wir sind unzufrieden. Vielmals kommen da Probleme. So Jungs, was dem Partner, was die haben, was freuen sie sich? Ist das wirklich dort, was als dat dort, oder man würde die Schiffluren uptreiben, was würde sein? Hey, da hat er gewusst, dass die Papa die mal halten, total. Und so weiter. Was würde dahinter sein? Ist das wirklich dort?
Mir alles. Wenn du jung, mir alles. Wenn du jung wird sein, weißt du was? Ich will dir eigentlich sagen. Das ist nie ein Pickup, das ist Papa's noch. Und den Traktor, was du sagst, lassen, bestabt, wie die mit dem Bild, ich check die im Bild davon, ich so. Das ist meine Papa's Traktor. Ich will dir eigentlich sagen, wie ich befriedet sein. Papa sagt, ich kann ihn anbringen, was du im Schuh wäre. Mir alles, würdest du ihn danach mit den Jungen befrieden? Er würde ihnen alles verdorben sein. Viele Jungs machen mir allen sehr impressing, dass sie mir allen mutig bleiben. Sie mir allen, weil die wirklich das wirklich, was das ist. Dort hast du dann mit, wenn wir uns kennenlernen, und das will ich wirklich sagen. Dass die Jungen können sagen, all das, was Papa besagt, das ist gut gemeint. Wenn wir uns befrieden und wie wir an einen Anfang, und das kann vielleicht schwer hergehen. Wir wollen nicht dort haben, Mama und Papa wollen sagen, wir haben noch Passe fahren, wo wir machen sagen, wir wollen bloß bleiben, nicht so. Wir haben noch bloß $10 und diese $10 fehlt uns zu mal. Ich glaube, ja, das wird manche Lied wird auch besser schaffen. Weißt du mir, das ist ein Rechtsstraße, Trimmer, ein Prediger. Und ich würde verreden in einer Umgebung und sage, da ist der sehr viel Fan, bloß wir haben sehr viel Lied bei uns in der Umgebung, die da noch gleich arm sind. Wen wollen nicht? Wenn die schämen sich, für dort zu sein, was sie wirklich sind. Ich meine, wir wollen uns gleich arm sein, ne? Wir wollen gleich dort sein, was wir sind, wir schämen uns, wir wollen Menschen impressing. So, wir dankbar sein mit dort, was wir haben. Check, ich sage immer zu meinem Bruder, ich sage, diese Welt hat in all Arbeiter, und ich sage, wir sind ein von denen. So, wir wollen uns nicht mit anderen meeten, und wir dankbar sein, weil wir nicht neidisch sein, wenn jemand Erfolg hat. Aber ich glaube nicht, dass passiert, dass Menschen haben Angst, ja, aber ein bisschen mehr kriegen als der andere. Ich rede laatst von einem, der hat 50 Hektar Land, und er sagt, zufrieden mit dort. Ich meine, ich dachte so, dass wir sehr fan, man ein Mensch könnte zufrieden sein mit dort, was er hat, und man Gott den Meier sehen, das sei gut, wenn Gott den Meier sehen, das. Aber was haben wir noch neidisch sein? Wir können neidisch sein über Menschen, die foolish people sind, die Menschen sind, die glückvorig sind, glückaltig sind, die einfach, ja, auch einen Sinn leben, aber sehr, sehr glückalte Menschen, das sitzen aus so Menschen, die ja das schön und so weiter. Wir können aufjänstig sein. In Psalm 73 sage ich, ein Psalm von Asaf, Gott ist bestimmt Gott zu Israel, zu die ein reines Wort haben. Aber was mir anbelangt, meine Feind hat mäßig geglaubt, ich wie mäßig gefallen, sagt er. Wo haben wir am mäßig geglaubt? Wo haben wir am mäßig gefallen? Ich wie aufjänstig über die stolte Pucher, als ich sage, wo Gott der Gottlose das ging. Ich wie aufjänstig über die stolte Pucher, wenn ich das bekicken, wo der Gottlose das ging. Und das, was wir können die Gottlose so lange bekicken, und wir können aufjänstig werden, dass wir mehr Fußlaufen tun, und das soll ihr Leben anfangen tun. Und das ist, wenn wir, das redet hier von stolte Pucher. Ich habe Englisch gelesen. Das sagt, die haben keine Qual, die sind im Körper gesund und stark, die haben keinen Trouble, so als die anderen Menschen, und die sind nicht so geprägt als die anderen Menschen. Er steht hängt aus einer Holzkette, und sie haben sich mit Gewalt ausüben gekleidet. Sie sind fahrt dort an die Jugendschwalen. Sie haben mehr als das Hort sich denken kann. Er reden sind spotten und verachten. Und er steht, drieben sie unter den Onder. Mit ihr Mühl reden sie so, als wenn sie den Himmel eignen, und mit der Zunge so, als wenn sie die Erde annehmen. Und du wen kennt mein Volk nur an, und sie trinken sich dort alle an, als wenn sie einen Köffel Butter ladig trunken. Und sagen, wo kann Gott weiten? Weiter alle Heiligste, was hier vergeht. Das ist so, als die Gottlose sind, ohne Sorgen, und sie wollen immer reicher. Dort hat nicht geholfen, dass ich nicht in Sinn lebe. Dort hat mir nicht genützt, dass ich mein Hort und meine Hänge habe reingeholt. Ich sehe den Tag gepflegt worden, und ich sehe alle Morgen gestraft worden. Wenn ich geplant habe, dass ich so reden würde, dann wäre ich dem Volk nicht treu geblieben. So, das Asaf sagt, er bekickt sich die Menschen, die lebten alle so an, als wenn er in der Schein ging.
die leben Licht war, als wenn ja never wird passieren. Die werden nicht krank, sagt es. Die werden nicht so gepflegt. Hij sagt, hij wir immer gepflegt worden, gestraft worden. Terwijl laat sagt, wat heeft mir das geholpen, mir reinholen? Mijn hart reinholen, wat heeft mir das geholpen? Heeft je dat moeten gaan, dat we einfach nederig zijn? En dat we ze denken, wat heeft mir das geholpen, dat ik mijn leven ha klaar gehouden? En besonders van dan, dat die has gegeven, Jezus gegeven, komt die kinderen so ver aus, dann kommen Schwierigkeiten. Ich glaube, viele von jullie können verstehen. Dann sind sie alle Tag geprüft worden und gestraft worden. Dann habe ich vielleicht so gedacht, na, was geht an? Nicht, dass ich mir Jesus gegeben, nicht, dass ich besser werde, nicht gehe ich durch diese schwere Zeiten. Und dann sitzen Menschen auf einmal, der andere, kijk mal, Jana, der lebt so glücklich weg, und der ist dort, und den schut nicht, und du hast die Heil gegeben, und du bist krank geworden, und dein Kind ist krank geworden, dein Partner ist krank, und vielleicht ein Verlust, vielleicht ist besser mit Geld kaputt gegangen, all seine Dinge aus dort seinem Heim gekommen, von dem, was du dir hast Heil gegeben. Und dann bekickst du vielleicht deine Nuba und denkst so, kijk mal, der Nuba lebt in Sinnen, der bührt Gott, der hat Schein, das sitzt das schnell wird erreicht. Und das will sein, dass das, was Asaf sagt, wo sie eine Feld mäßig glaubt werden, hat er nicht können verdrehen. Und das will sehr viele, wenn die sich Abmerken erleben, die sich Jesus handgeben dann, die kommen fertig, worden Menschen geprüft, und gehen durch Schwierigkeiten. Mir ging das selbst so, wenn sie mal Jesus annehmen, und ich das klar merken, dass der Herr mir geraten hat, und ich das leben, dann kam ein Problem, was ich mir nie gedacht habe. Und wie ging weit unter Null mit uns haben Gott, was ich mir nicht gedacht habe. Und wir kam ein Problem, ein anderes Problem in uns Heim nennen, wo ich alles Geld, das letzte, zum Doktor führen darf. Und das wir bloß so schwer zu verstehen. Warum? Warum? Ich sagte meinem Bruder einen Tag, warum muss das sein? Nicht, dass ich Jesus angenommen. Warum muss das all das sein? Und dann ging er noch so, guck mal, der Nuba, der 70 Raum, und Jana lebt in Drugs, und Jana hört sich dort Raum, und so wieder. Und das sitzt es, die sind mutig und schaftig und haben Geld und spenden und tun, was sie wollen. Dann habe ich auch mal so gedacht, wo kann das sein? Und habt ihr das mal so gegangen dort? Weil Asaf ging das auch so dort. Und er sagt es das, als ich das probierte zu verstehen, wie das Tauinger drecken für mich. Habt ihr das mal so gegangen? Von ihr hast nie Leben angefangen. Das wir bloß Tauinger drecken für die, zum dort verstehen. Warum nicht so das? Heißt mal her. Weil ich in Gott in Heiligtum nennen und du dann verstehen können, was die Gottlose für ein Engel. So, wenn es heute ist, im Gebet ging, fragt Gott, wies mir mal, was für ein Engel waren die Gottlose haben. Er sagt, die stellst du bestimmt auf dem Glottenbaum, die stellst du darauf, dort soll ankommen. Das weiß er. Gott weiß am dort, guck mal, diese gottlosen Menschen, die leben hier glücklich wach, aber die sind auf dem ganz Glottenbaum. Die wurden raufgestartet worden ein Tag, wo die doch so plötzlich ankommen, Angst und Schrecken, Ritte mit sich. So ist einer einen Traum nicht achten, wenn einer abwacht, so warst du auch Herr, der nicht achten, wenn du abstehst, der zu rechten. Damals wird er klar kriegen. Sei wie närrisch, über so eine, was in den Sinn leben, was uns so zu luten, der jeder bescheint. Da war wir erst nur Gott gehen, im Gebet, dann haben wir Gott fragen, was wollen die für ein Engel haben? Und was will ich für ein Engel haben? Aber das wird sehr, sehr viele Menschen in den Vollen ankommen. Das wird sehr viele Menschen ein Problem geraten. Wie die bekicken sich dort. Habt ihr dort Moses dort gegangen? Ich habe mal hängen, wem habt ihr gegangen? Von dem, was du hast, du hast die Heil gegeben und dann stehen Schwierigkeiten ab. Ich meine, mir deutet es sehr. Mir deutet es sehr. Alles, ich so. Habt ihr dann dort mal so gegangen, dann checkt einer, Indianer lebt lecker war und dass wir alle, dort Leute ist, dass wir okay. Habt ihr dann mal so gegangen dort? Sure, das habt. Aber weißt ihr was, war wir nicht neidisch geworden, dass wir nicht wollen, auf einmal da herumgehen. Da war wir Gott fragen, Gott, was wird passieren mit so einem Menschen dort? Da war wir auch fragen, Jugend. Die hat dort einmal so von dem, was die bekehrt haben, und ich sage, wie gemutigt, eine Frau, und ich habe einmal hostet, ich sage dort, was passiert von dem, was ich bekehrt habe? Dann fällt sich, dass die Friede wahrgenommen worden, dass keine Friede mehr in meinem Leben und so wieder. Und euer mitgehen dann, mit sämtlichen Menschen, euer so neidisch worden und aufgehend sich sein, dass die in so eine vollen Anfallen dann und mitmerken dann,
waar we eerst in die beden dan gaan, Gott vragen, Gott, wies mir mal das ein. Waar we dat eerst doen. Waar we never ansluten von anderen. Waar we naar Gott gaan. Es kann nicht alles ging dort zu stort. Ich war hier so ein närrisch als zu vergleichen mit dir in Römer 1,28, wo einfach so Gott einfach bloß verzieht schreiben. Dort als mit närrische Person zu vergleichen. Die Bibel, die lehrt uns Wort. Die Bibel lehrt uns, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. So die Bibel, die lehrt uns dort, dass wir sollen mit dort zufrieden sein, was wir haben. Na, wo wir alle überein haben, was glauben wir, wo wir? Sure, wir wollen nicht. Wo wir alle können wert sein? No, wir wollen nicht. Wo wir alle fähig, Dieren vor dir, nie Traktor zu haben, und all die Tiere zu haben, sind wir dort fähig? Ich sehe letztes ein, ich traue mir das nicht, wenn ich 100 Hektar Lohn kriegen. Ich sehe, ich traue mir das nicht, Farmer zu werden. Weißt du warum nicht? Weil jetzt ich stehe da, ich sehe nicht Farmer. Und ich glaube, ich würde mir in Schuld andoen. Das ist meine Aufsicht von mir. Ich stehe da, dass ich würde nicht zu brücken sein, zu einem Farmer sein, wenn ich verstehe mich da nicht mehr. Mir soll das nicht schön gehen, aber ich bin von dir zufrieden mit dem, was ich habe. Aber das braucht, dass wir uns auch zufriedenstellen dann. So, ich habe zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das nächste ist, eifersüchtig zu bekämpfen, müssen wir mehr wie Jesus und weniger wie uns selbst werden. So, dass wir zum Aufgang bekämpfen, braucht, dass wir mehr so werden als Jesus und weniger von uns selbst. Wir nehmen auf und wir werden alle so als Jesus wir. Das ist, was das brauchen wird. So, was braucht das, frei zu bleiben? Und was braucht das eigentlich, frei zu werden? Weil, wenn wir närrisch sind, weißt du, närrisch sein heißt, ihr wisst, das ist einfach nicht Sinn. Das ist Sinn. Wir würden sagen, weil ja, Menschen so, die würden sagen, dort bekannt, dass er so eine Schweinerei gedreven ist dort. Aber wenn ich und du närrisch sind, dann sollen wir dort bekannt. Wir sollen vor Gott kommen. Und wir sollen bekannt, dass ich so närrisch gewesen. Und dass ich so schlecht gedacht. Kein sein, wie närrisch sind, dann so viel Lied sich jachten. Die merken sich toll. Die Menschen, wenn wir närrisch sind und aufjänsig sind, wir sagen wo und wir merken uns was deutlich. Wir sagen hier, und dann merkt man das deutlich, dass die Person, was du sagst, das ist viel zu groß für mich. Oh, aber das ist zu sein, dass du das tät. Oh, aber kijk, was du nicht kicken tät. Sagst doch gleich, die eine Person, die sieht mich nicht mehr. Der will nichts von mir. Weißt du, wen wollt nicht? Wie jetzt sagen, so ein armer Püdel, und du wen wollen den nichts von mir. Ja. Und dann dort merken wir uns lange Geschichten deutlich, und auf einmal reden wir mit der Person, und wo wir an, dass so eine feine Person an Hauptdem mit dem Sohn mit was Geld. Wofür musst du wir uns nicht selbst anhitzen, wie sind wir sein an uns heim, rammen dashen, wie schaffen über den Nuban, über Jan und so weiter, wie grünsten über in den Kirche satt wie, und wir merken uns klampes deutlich, weil du woran bist, wir haben eine närrische Einstellung. Jugend tun das auch, Jugend will nicht zu Jugend stehen, woran will ich nicht zu Jugend stehen, weil Mama, du sagst, das muss sein, so ist gerne das, und das sieht mich nicht mehr, und das will nicht von mir, und ich funde laatst, ich wilde fun, hoef nicht mehr fun ab, und die Jugend, die von höchsten beeinflussen ja die Älteren bleiben da, und diese Älteren gehen nur die anderen Älteren, und so jemand gehört haben, so ans Amerika und ans Pädeke getan haben, und die sein, die nicht muss sein, dass du willst, wie nicht so viel haben, als gerne haben, und auf einmal ist das ganze Freundschaft durch ein Problem, und von wo kommt das her, weil es ein paar Stück haben sich was deutlich gemerkt. Das ist alles. Glaub je, die haben never das gedacht über mich? Never. Woran würde ich? Na, ich dachte, die wollen never was von uns. Ich dachte, es ist dort. Wofür muss das wie ein Denken das dort? Dann müssen wir gucken, wer sei wie, wo du wie dort, und fehlt uns auf einmal Frieden mehr, und dann müssen wir im Herrn gehen und sagen, Jesus, ich bin ein unzufriedener Mensch. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was du mir gegeben hast. Und ich bin so närrisch all gewesen, dass ich mir durch euer Tag depressiv geworden und anmutig geworden und durch schlechte Gedanken geführt.
Wir brauchen dort wieder eine Bekannung immer mehr. Dann braucht dort auch Wort. Dass wir ein gesundes Hort haben, dass wir ein gesundes Hort entschaffen da. Und in Sprüche Kapitel 34, weil wir uns dort mal lesen. Das heißt es dort, ein friedliches Hort gibt den Körper Leben. Ein friedliches. So, warum geht die anders so schön? Warum lebt die? Warum ist die Person so mutig und froh? Wir sagen, ein friedliches Hort, das ist ein Leben. Das ist schön. Meist bohrt die das nicht, dass Jana Meier haben, was du, und dass die was anderes haben, die kostet nicht und so weiter. No, das bohrt mir nicht. Das erkennt die Person dort. Ein friedliches Hort, das bringt Leben. Und wo Leben ist, das gibt Leben wieder. Aber sag ich, das ist das. Aber oft ganz merkt der Knerkes fühlen. Oft ganz merkt der Knerkes fühlen, dass man oft ganz kann den Körper krank werden. Einige Menschen sind wirklich krank. Warum? Wenn sie sind aufjänstig, närrisch, hauptsächlich, haben Angst, dass wenn ein Fuß genommen worden, sind närrisch, sie haben das nicht, was gerne haben, und merken sich, dass so sehr schwer du merkst, der Mensch, der wird einfach direkt ganz krank. Glauben wir das nicht, dass Menschen krank werden? Ich weiß von so einem Hospital nehmen. Ich bin ganz krank. Woran wir dort? Jetzt sind wir nicht dankbar, was zu haben. Wir sind närrisch, hauptsächlich, und der Körper der wird einfach ganz krank. Ja. Roman sind all seine Lieder dort, die sind krank von der. Seelisch krank und körperlich krank. Die haben immer Angst, wenn wollen ja noch einmal mehr haben als wir. Die haben nicht ein gesundes Hort. Was denkst du über die? Hast du ein gesundes Hort? Jetzt scheint, als du Leben werden. Bist dankbar, was die Nächste hat. Also das Hort gesund. So das, was wir brauchen da. Der zweite, das braucht wie ein zufriedenes Hort. Aber dort habe ich sage nicht von der Sorte. Na, ich weiß dort meine Freundin, was ich habe, Janne Lied. Dort sind seine, von der ganzen Familie, weil der erste Matthew-Bruder, das ist eine zufriedene Familie. Aber ich sage nicht von der Sorte, das ist ja unzufrieden. Einige beschäftigen sich damit, dass die sind einfach, sehr unzufrieden. Na, Zufriedenheit motiviert. Weil du das noch unterscheiden, zufrieden sein und schlaff sein. Einige Menschen sind so sehr schlaff mit alles, die glauben, das ist ein zufriedener Mensch. No, das ist ein Döntig, das ist schlaff und so weiter. Das ist ein döntiger Mensch. Zufriedener Mensch ist, ich bin dankbar für das, was ich habe. Philippa Kapitel 4, Vers 11, wollen wir sein, was Paulus sein wird. Zufriedenheit braucht gelehrt, okay? Das war ein Denkholm. Das braucht dort wieder lernen dann. Was denke ich, Jungen? Seid ihr zufrieden, dass ihr Eltern geben, dann seid ihr zufrieden, seid ihr Mama und Papa, ich bin so dankbar, für das ich noch weiter haben, was ich kriegen zu Gas. Ich bin so dankbar, dass ich könnte Jungen stehen vor. Mama und Papa, ich bin so dankbar, dass die mir Eten geben und Schule tun. Ja, seid ihr zufrieden mit das, was die Eltern geben. Oder Eltern mit den Frauen. Lernen die Kinder Zufriedenheit durch Jungen. Seien dass Mama und Papa zufrieden sind? Seien die Kinder dort, dass sein, so als Mama und Papa sind, so will wir auch sein? Oder denken die so, well, meine Papa und Mama, die kicken immer mit in den Obersch und teilen unter ihre Segnungen, das, was wir auch machen. Die machen auch ihre Segnungen teilen. Nicht so? So, Jugend. Und ich auch alle. Philippa, Kapitel 4, Vers 11, sagt es dort. Paulus sagt, ich rede nicht, weil es mir dort fehlt. Ich habe gelehrt, zufrieden zu sein, wo immer mir dort geht. Ich weiß, wo das ist, gedemütigt zu werden und wo das ist, von alles zu haben. Ich habe das Geheimnis gelehrt, in alle Lehren zufrieden zu sein. Ich kann satt oder hungrig sein, reich oder knapp haben. Was hat Paulus? Hat sich das gelehrt? Hat sich das gelehrt, ein Teil zu haben? Hat sich das gelehrt, wenig zu haben? Hat sich das gelehrt, hungern? Mit der Lade mehr und mit der Volle mehr. Paulus sagt, das hat er gelehrt. Der braucht, dass wir unsere Kinder dort lernen und zufrieden zu sein. Der braucht, dass wir unsere Jugend dort lernen und Eltern, der braucht, dass wir dort lernen. Ich bin zufrieden mit dort, was ich habe. Ich liebe mich dort. Aber so viel mal, wir sind nicht zufrieden. Wir sind nicht zufrieden mit dort, was wir haben. Und so wir einmal weniger haben, dann sind wir noch da unzufrieden. So kann wir zufrieden sein. Wenn wir dort nicht lernen und Gott wird auf einmal das haben, Gott ganz wahrnehmen, was dann? Dann wird wir unzufrieden werden. Wir können geprüft werden. So das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns lernen, zufrieden sein. So Jugend, ja, ich war eine Frau und Jugend. Sehr gut, zufriedene Jugend. Kommt ihr noch ein Betriebsvertrag reden da?
Ich lege ihn zu wehen, aber ich lege ihn schändlich sagen, das sage ich ihnen, das ist das. Aber ich lege ihn wirklich, ich will haben, die sollen verstehen können, dass wir haben, wenn es viele Lied, die das so schlecht werden, und unzufrieden Hort haben. Denk mal an die, und zwei Stück befrieren sich. Und die glauben alles als Fan. Und auf einmal waren sie an, auf einmal der hat euch gestanden, nein, willst du es Unzufriedenheit, das neidisch und hauptsächlich und all so ein Problem werden. Dort erst zum Jammern. So, wenn ich gehen kann, diese Dinge mitteilen, vielleicht haben wir alle was von lernen, und dann haben wir selbst was mitteilen, nicht so? So, sag mir noch einmal, was ist echt Zufriedenheit? Was braucht dort, wie kann zufrieden sein? Lernen. Weil wir alle sagen, lernen. Lernen, okay? So, wir brauchen dort wieder lernen. So, dass wir ein Kind lernen und gehen. Kind lernen und eten. Einzelne Lied, wo das leichter sein, zufriedener zu sein. Einzelne Lied haben Kinder, die sind sehr zufrieden. Nichts nur sagen, kreiden down. Aber wir brauchen, dass wir uns dort lernen. Zufriedenheit kommt nicht bloß von Versalz in den Pfoten gerutscht. Wie tun damit? Papa, ja, von der sagt, hier ist ein 100 Jahre Gas. Aber Papa, aber never. Papa, das gebe ich mir 500 Gas, um all meine Freunde nach Hotdogs betun. Okay, 100 Peso. Papa, ich sage, Dankeschön, Papa, für diese 100 Peso. Und würdet ihr das tun? Wenn ihr Papa von 100 Jahren geben, dass die wollen sagen, Papa, Dankeschön für diesen 100 Jahre. Aber wenn Papa würde sagen, weißt du was, von der, die da nicht im Restaurant fahren essen, die kann nach Hause kommen. Papa, warum? Was wir nach Hause kommen? Oh, meine Freunde fahren einmal was. Ja? Warum nicht sagen, Papa, weißt du was, wenn die das wollen haben, ich sage, du kannst zufrieden mit, ich sage, willst du mit. Dann will ich selbst lernen, zufrieden sein. Dann einen Tag haben die befriedigt sein und haben kleine Kinder. Dann kann ich dann dort lernen, wenn wir nur nichts lernen wollen und die Lehren nehmen von Mama und Papa, was dann Luther? Unzufrieden sein. Der nächste ist, ein Hort muss ein jährliches Verlangen haben, zufrieden zu sein. In 1. Petrus Kapitel 2 sagt das ist das. 1 bei 2. Dann leicht nicht alles Schlechte auf. Sieht nicht hingerlästig, hechelt nicht und sieht nicht aufjanstig. Habt kein Geplüder. Leicht dort auf, sagt dort. Und dann, wenn wir dort aufleiden, so es nie über Kinder oder eine Mädchen, soll die ein Verlangen haben, Jesus die Nahrung, dass die durch Wursten und Ton nehmen. So, frei bleiben, verneidisch sein und hauptsächlich sein, frei bleiben davon, braucht dort wie jästlich Wursten da. Und habt ihr das gewiss? Jästlich Wursten, ich habe frei bleiben von hauptsächlich sein, von Aufgangsleben. Was passiert nicht, wenn wir nicht wollen jästlich Wursten? Da wollen wir anfangen, neidisch zu werden. Da wollen wir uns mit dort beschäftigen, wo uns nicht zufriedenstellen steht. Wir brauchen dort wie jästlich Wursten da. Viele Menschen, die sagen von der, die Jugend sagt, ich will eine Zeit mal sein mutig. Viele sagen, ich will mal sein, jetzt mal sein mutig und was jästlich. Und auf einmal denke ich so, was ist recht mit mir? Da waren sie Briefen. Vielleicht habe ich keine Lust, meine Bibel zu lesen, keine Lust zu beten. Sind auf einmal neidisch geworden. Sind aufjanstig. Wenn wir ein Ziel haben, bei den Nuba, ohne seine Segen und Tal, dort wird uns das wahrnehmen, dass wir nicht wollen, ein Verlangen haben zu essen. Was wird wir tun? Was tut ein Kind? Ein Kind hat auf einmal keinen Appetit nicht, hat kein Verlangen nicht zu essen. Dann schüttert wird, das ist krank. Und uns kriegt so, wir haben einmal kein Verlangen nicht, dann schüttert uns wird und kann das auf einmal sein, dass ich eine aufjanstige Person sein kann dort sein. So, das braucht diese 3 Dinge. Gesundes Hort, Zufriedenheit, ein Wort, ein Hort mit einem jährlichen Verlangen. Ein Verlangen. Diese 3 Dinge braucht dort, um frei zu bleiben. Und wenn wir diese 3 Dinge wollen haben, dann wollen wir überschaftlich haben, wo wir sehen, dass der Herr uns sehnen wird, dass wir anfangen zu reden. Dann wollen wir uns anfangen schön zu gehen. Dann wollen wir anfangen zu leben. Dann wollen wir anfangen dankbar zu sein. Aber was denkt ihr davon? So, was denkt ihr? Sollen wir frei von neidisch sein? Oder fehlt ein bisschen was an? Sogar ein Mensch kann depressiv sein. Anmutig und depressiv sein. Warum? Weil sie merkt sich das schwer mit dort, was er nicht hat. Sure kann das sein. Ich wünsche Ihnen von der aller Mut. Weil wir Ihnen dankbar sein. Weil wir sagen nicht,
Ruim geben. Mit so Dingen aussteht. Nicht haben wir sein, vielleicht denkt einer an anderen Seite, ich habe nicht Trouble mit Drugs und Süden. Aber vielleicht habe ich mit das Problem, was mich doll merken wird, was mein ganzes Denken verändern wird, dass ich vielleicht anmutig sie und nicht mal so froh sie, als ich sage. Kann dort auf einmal sein. Was denkt ihr von das? Ist das ein Problem von der in Kirchen, in die Gemeinden? Hier rede ich nicht bloß von einer Kirche, von aller Wehen, von allen Gesellschaften. Ist das nicht, was Satan nennt dann? Warum? Wenn ich mir das Draht merken will, mit dort, was ich nicht habe, dann will ich die nicht fragen, wo die das geht. Ich will nicht bedürft sein, um die hat. Ich will bloß bedürft sein, dass ich die mit vorbeikommen, dass ich mit mehr haben, als die hast. Nee, das ist das. Ich hab meine Fehler, jo, ich bin Mensch. Halt mich durch Leben, dort Gott et mir Leben, jo, dort ist mein Wunsch. Wies mir die Stoppen, Krieg, wat ich noch soll. Herr Jesus, leer mich ganz Leben für dich, ein Tag auf einmal. Ein Tag auf einmal, Herr Jesus, dort ist, was ich will von dir. Gib mir die Kraft, daunen Krieg, was verlangt es von mir. Gestern es war, Herr Jesus, der Morgen, der kämpft vielleicht kein Mond. Herr Jesus, lehr mich ganz Leben für dich, ein Tag auf einmal. Laat die dat denken, als die hier man kans jest. De zinden pleuw es, krijg zo van jou, jo dat's wat du feest. Zanken en stille, zo als als einmal. Herr Jesus, lehr mich ganz Leben für dich, ein Tag auf einmal. Ein Tag auf einmal, Herr Jesus, dort ist, was ich will von dir. Gib mir die Kraft, daunen Krieg, was verlangt es von mir. Gestern es war, Herr Jesus, der Morgen, der kämpft vielleicht kein Mond. Herr Jesus, lehr mich ganz Leben für dich, ein Tag auf einmal. Gestern es war, Herr Jesus, der Morgen, der kämpft vielleicht kein Mond. Herr Jesus, lehr mich ganz Leben für dich, ein Tag auf einmal. Herr Jesus, lehr mich ganz Leben für dich, ein Tag auf einmal.